Jetzt tut dir Hugo sogar ein bisschen leid. Mir nicht. Ehrlicherweise, er hat alle im Versteck. All die unschuldigen Leute, die nichts dafür können, dass Sid es lustig fand, Benediktas Kopf an ihn zu schicken, um ihn zu triggern. Er hat er alle ohne Skrupel und ohne Zögern dem Erdboden gleichgemacht. Und dann hat er alle, die noch in Rosalith gelebt haben, platt gemacht. Mein Mitleid mit Hugo hält sich ehrlicherweise, muss ich sagen, in Grenzen. Das mit den Händen war echt krass, aber dann wiederum wollte er ihm ja auch den Kopf abhauen und ihn erlösen. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber also mein Mitleid mit Hugo hält sich in Grenzen. Das Problem ist nur, wir werden Hugo und wahrscheinlich in irgendeiner mutierten Art und Weise wiedersehen. Und dass der Typ, der immer noch keinen Namen hat, was mich tierisch aufregt, dass er ihn Mythos genannt hat, wie die Stimme, wie Ultima. Der hängt da also mit drin. Mein erster Verdacht für den Vorzeigevillen des Spiels war ja Barnabas, bevor sich Annabella so reingegrätscht hat. Auch weil Dion die ganze Zeit sich die Hörner an Barnabas abstößt. Und wenn er da bei Barnabas im Hintergrund die Fäden zieht, müssen wir das vielleicht wieder ins Auge fassen, hm? Aber jetzt bringen wir erstmal Jill nach Hause. Oh, so ein gutes Spiel, Mann. Wie kann es einfach immer besser werden? Vielleicht bekommt er jetzt Echo-Hände. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Ja. Oder Gehirn gewaschen. Don't worry, Gav. Je nachdem. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? Da, wo And Barnabas what the ist. hell were those royalists doing there? In Valut. I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Wird er deshalb immer gelber? Let me know if you learn anything. Ist das quasi die Versteinerung von You do the Torgal? same, eh? Aber halt richtig cool, dass er jetzt anscheinend auch ein Jill. Dominant ist. Listen to Talia. I will. Thank you. Mal schauen, ob wir Fenrir oder Carbuncle abschließend klären können. Reflexionen. Die Macht der Erde. Clive hat sich ein Stück der Essenz Titans einverleibt. Und zwar, möchte ich nochmal betonen, nicht freiwillig. Ich meine, das mit Sid war auch so semi-freiwillig, aber da musste Sid zumindest seine Hand auf die Brust drücken, dass er ihn aussaugt. Aber jetzt ging das einfach remote. Weil jemand anders das Knöpfchen gedrückt hat, damit Clive Titan aufsaugt. Schwierig alles. Vor allen Dingen habe ich echt Angst, dass sie Clive irgendwann gegen uns richten. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie ihn primen und ihn uns dann entreißen und wir die Scheiße irgendwie so geregelt kriegen müssen. Naja. Das Beschwören von Titans Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel titanische Gerade. Ein einzelner, mächtiger Faustschlag, der aufgeladen werden kann. Mit Titans Esperkraft Granitschild können fast alle Angriffe geblockt werden. Drücke Viereck direkt nach einem perfekten Block, um einen verheerenden Konterangriff auszuführen. Ja, ich glaube nicht. Weil Clive das Vessel für Ultima sein soll.
So viel haben wir ja schon gehört. Clive ist halt Ultimate Puppeteer. Aber die ganze Zeit schon. Der kann ja nicht mal seinen eigenen fucking Icon kontrollieren. Er kann ja jedes Mal Ifrit nur rausholen, wenn die Stimme sagt, okay, hier, go ham. Kann ja nichts alleine. Clive ist einfach eine fucking Schachfigur. Mehr Abenteuer von Nektar dem Furchtlosen. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Clive. Weißt du, als junger Mogli trieb mich meine Abenteuerlust in die nördlichen Gefilde. Ivo, Mogris brauchen doch keine Mützen. Schließlich haben wir Fell, das uns warm hält. Aber Menschen frieren schnell und leider hüllt ihr euch auch nur allzu gerne in die Pelze fluffiger Kreaturen wie Mirkupo. Deshalb musste ich meine Reise vorzeitig abbrechen. Mit offenen Armen flatterte ich auf die Einheimischen zu und... Ich kann das nicht so schnell lesen, Mann! Wer soll das so schnell vorlesen? Aber ihr könnt ja alle selber lesen. Der wabbelige Tod. Wieso klingt das nach einem Pudding? Gerüchte von einer Art lebenden, gallertartigen Masse, die im Moor und den Wiesen der Gegend gesehen worden sein soll, verbreiten sich wie ein Lauffeuer durch den Süden Rosarias. Von fern scheint es nur eine Pfütze seltsamen Matsches zu sein. Doch wer oder was auch immer in seine Nähe kommt, wird von schleimigen Händen in ein klaffendes Maul gezogen. Denkt denn niemand an unsere Kinder? Ja, Mogri-Pelzklamotten. Das Ding ist, eigentlich können Leute Muggel gar nicht sehen. Also theoretisch sollte er safe sein, solange er sich einfach bedeckt hält. Not all of the nobles made it out alive. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's did what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Cursebreakers and our other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Warum siehst du aus wie Gladius' Schwester? Mid. When did you get back? Es ist Sids Tochter. Just now. Geilo. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right. You win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. Bist du die Mom? While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Okay, now there's cool. a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Genau so habe ich sie mir vorgestellt, ehrlich gesagt. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. Vielleicht weniger blond. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... Geht aber ganz schnell. The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Wie der Vater, aber halt wirklich. Herrlich. Aber schön, dass sie endlich mal vorkommt. Shouldn't you be getting some rest? Nur das Rauchen sollte sie vielleicht nicht nachmachen. Ja, das mit dem Himmelfahrtskommando vielleicht besser auch nicht. You took your time.
I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering, told me everything he knew about it, then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me, that one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? Tochter gleich First things mitgeerbt. first, I need equipment and materials to start making my own. Onkel Clive. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Alles klar, Mädchen. Alles klar. Where to start? Onkel Materials and Clive. tools. That means Karen and Blackthorn. Onkel Clive macht das schon. Ich sag's ja. Seid vorsichtig, wessen Erbe ihr antretet. Überprüft lieber, was da alles so mit dranhängt. The little ones have been up to their old. Ja, das Ding ist, Clive ist alt genug, der könnte inzwischen selber eine Tochter haben. Jill looked white as a sheet. Hey Karen, I need stuff. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Im alten Versteck gab es eine gewisse Tür, aus deren Ritzen ständig giftige Dämpfe strömten, die in Augen und Nase eines jeden brannten, der sich zu nahe heranwagte. Würde man alle Materialien auf dieser Liste miteinander kombinieren, käme man zweifellos zu einem ähnlichen Ergebnis. Schön. Ja, immer wird er Think you can unterbrochen. find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you. Sie hat also den Filter gemacht, ja, das ist aufregend. Ist sie ein richtig helles Köpfchen. Blackthorn, you busy? What's it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Skizzen von unerklärlichen Werkzeugen, die auch aus dem Notizbuch eines verrückten Zauberers stammen könnten, und einige ebenso seltsame Rohstoffe, aus denen jene Werkzeuge geschmiedet werden sollen. Die mischt den Laden jetzt ordentlich auf, pass auf. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. If I ever am. My thanks. And Mid's, no doubt. Es gab aber schon mal eine mit. Ich weiß nicht mehr wann. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Aber ich meine, es gab irgendwann schon mal eine Sid-Tochter, die mit hieß. In irgendeinem alten Final Fantasy, also so bis 6 oder so. Ich möchte fast 4 sagen, aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht auch 5. Do with a good oiling, this could. Wir haben ja viel Freude an 5.
How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, we'll all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. Sids Vater? In 14? Der heißt Mid? It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Midas Nan Garlond. Okay. Das war mir nicht bewusst. Aber mit gibt es in 4, 5, 11, 12, 14, 15 und 16. Ja, guck mal, war ich mit 4 und 5 ja gar nicht so schlecht. An die in 12 kann ich mich aber echt nicht erinnern. Oder in 15. Wobei... Da gab es so ein Mädel, ne? Aber ob die mit Sid verbandelt war... Ach, begib dich zu Marthas Rast. Ja gut, dann bin ich umsonst nach oben gefahren. Martha, mein Mädchen. Die reden öfter mal über Sids Vater, wenn er und Nero mal wieder Ehestreit haben, aber der Name muss mir durchgerutscht sein. Ah, Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. Ich I'll hoffe, look for him there then. ist noch an einem Stück. Wo ist das denn? Da oben. Oh, kann ich auch von hier hinlaufen. Das ist mal wieder genau zwischen zwei Obelisken. Aber ich mag halt echt, wie viele alte Final Fantasy Sachen sie hier aufgreifen. Wundert mich nicht, denn das 14. Team hat ja nun schon den größten Final Fantasy Love Letter erschaffen, der existiert. Aber es ist halt trotzdem schön zu sehen. Come on. Glitch. Fly, Ambrosia. Ah, ich wünschte, sie könnte fliegen. Oh, zumindest kann sie treten. So. Das war befriedigender, als es hätte sein sollen. Muss ich fairerweise gestehen. Weil ich meine, 9 war der ultimative Love Letter bis 14 kam. Jetzt ist es 14. Aber 16 ist schon auch sehr gut darin, alte Dinge zu referenzieren. Macht mich sehr glücklich. Auch wenn sie hier natürlich mit vielen alten Sachen auch brechen. Der Natur des Spiels geschuldet. Be safe. Das heißt, Final Fantasy 17 wird dann unter Umständen richtig spannend, aber... Nun. Hi. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Ich brauche da mal Hilfe. Beim Hobeln meiner Späne. Ist doch der die Brücke repariert hat, oder? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. Okay, ja. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course.
Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. Ich räum auf. Kein Problem. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. Das erinnert mich ein bisschen an das eine Dorf in Crisis Core. Vom Layout her. Aber wahrscheinlich Zufall. Dann räumt der Phönix mal auf. Der Fake-Phönix. This shouldn't take long. So, kommt mal alle her. Papa hat ein bisschen Wärme zu geben. So, du stehst noch. Oh, zweite Runde. Frech, wie sie da angehoppelt kommen. Die möchte gern Palmon. It's over. Und jetzt noch drei. Aua. Ren. Ein Drache. Machen wir das doch mal so. Anvisieren würde es wohl einfacher gehen, ihn zu treffen. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Weißt du, wie das Ding mir gerade mehr Probleme macht als die Hans? Was geht denn hier ab? Das sollte ja wohl auch nicht so sein. Weißt du, er steht da hinten und guckt zu, wie ich hier übelst ausraste. Und das Ding einfach obliterate, so. Ups. Ich habe einfach 112.000 Gilman. Das ist eine Menge. Ich bin fucking rich. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. Gerne. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Oh, it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Aber haben die denn noch was zum Looten hier gelassen?
Ein Item noch. Wer das Item nicht ehrt, ist des Lootes nicht wert oder so ähnlich. Ma? Pa? I'm sorry I ain't been back to see you in so long, but I got some news for you. I'm to be wed. Ah, wie schön. Dann gibt's bestimmt bald Babys. Kleine, süße Carpenter-Babys. Dann bringt er seine Frau aber am besten auch gleich mal. Wusste ich doch, dass es hier Loot gibt. Umgucken lohnt sich halt doch immer. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre es übelst krass, was wir hier rausholen, aber jedes bisschen zählt. Was ist da hinten noch? Ach, den Kampfplatz kennen wir doch. Wer erinnert sich? Aber noch ist hier nichts, wie es aussieht. Weil wir noch nicht weit genug in der Story sind. Aber schön, dann wissen wir schon mal, wo wir dann hin müssen. Hier hinter Cressida am Arsch der Welt. Zauberhaft. Zauberhaft. Auf nach Hause. Ich finde es aber schön, wie sie es jetzt auch Home nennen, weil es sowieso so eine 10-Referenz war. Und jetzt ist es eine richtig fette 10-Referenz. Mari gefällt. The little uns have been up to their old tricks again. So viel Liebe in diesem Spiel, Mann. So viel. Und wir haben, ich möchte es nochmal betonen, erst die Hälfte gesehen. Wir haben jetzt gerade die zweite Hälfte angefangen. Das ist insane. All right, Clive? You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Arthur's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Er traut sich gar nicht so richtig. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Oh, sie ist so happy. Bin mal gespannt, was sie mir da Schönes basteln wird. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Did Bernard say how long he was going to be? I mean, it's fine, but I hope he comes soon. Ich liebe, dass sie einfach so unendlich schnell redet. Ich fühle mich mit ihr sehr verbunden. Ich mag sie auch voll. Sie ist richtig cool. Nur ist sie halt noch sau jung. Also so jünger, als ich erwartet habe, weil vor 5 Jahren kann die doch noch nicht zur Uni gegangen sein. Ist ja noch ein halbes Baby. Ich will eigentlich die Sidequest haben. Ich weiß nicht, ob Jill mir da einen Strich durch die Rechnung macht. Na, versuchen wir es mal. Baby. Ah, Clive. It me. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Richtiges Prodigy. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Togur. Er hat bestimmt ein schlaues Must have found Buch something. gefunden. Aber zuerst will Rodrigue, der Heiler, was? I love the Rodrigue. look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. Ach, das klappt schon. I'm afraid of what happens if I fail.
You survived, I know, but near as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Ja, ich gehe ja schon. Just tell me what you need. You'll go? Oh, Als ob wir keine anderen Leute dafür No one hätten. knows Herblord like Tochter, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find, if you know where to look. Wo denn? And fortunately for you, I do. Natürlich, Along the river Rosaria, near wo the village sonst? of Amber over in Rosaria. Rosaria hat echt Just so das search for Paradies bright blue einfach. blossoms. Also, wenn sie nicht alles kaputt getrampelt hätten, also in der Theorie. Rosaria einfach richtiges Paradies. I overheard your little chat with Rodrigue. It's good of you to help. Jill? Du sollst doch schlafen. I'm feeling a lot better, thanks to Taya's remedies. But she insists I rest. Ja, leg dich hin, Decke drauf, fertig. Behandlungsprotokoll. Heute hat Clive wegen einer Schnittwunde am linken Unterarm die Krankenstube aufgesucht. Ich habe die Wunde gesäubert und genäht und ihm dann gesagt, dass er den Arm schonen soll, damit er anständig heilen kann. Natürlich ist er kaum eine Stunde später schon wieder irgendwohin verschwunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Dutzend Male er meine Anweisung jetzt schon ignoriert hat. Wenn er das nächste Mal zur Behandlung kommt, fessle ich ihn ans Bett. Das würde ich ja gern sehen. Einer unvernünftiger als der andere. Yeah. What's everyone whispering about? Ja, Clive stirbt irgendwann einfach an so einer unnötigen Entzündung. Antibiotika hatten die hier bestimmt noch nicht. Do you have a moment, Sid? A team of Cursebreakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. Schon The wieder Goblins. Cursebreaker managed to release the Stolus amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous, but I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Sie hätte ja auch mal ein paar Tage früher was sagen Before they können go für out, I always remind Reinforcements. them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. Ist okay. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. Und apropos Torgal, bevor wir gehen, eigentlich würde ich die Sidequests vorziehen. Aber ich will jetzt wissen, ob er Carbuncle ist oder Fenrir. Die Frage, sie lässt mich nicht los. Clive, where have you been? Been busy. I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him? Like, in the first place? My father
brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him Und da in. gab es ja auch einen Kristall, wie wir wissen. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Hab ich doch gesagt. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva. Natürlich. A girl from the Northern Territories and her faithful hound. Also gehört Torgal One eigentlich Jill. awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. Deswegen war er auch blau. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. Ah, das Foreshadowing. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. Sie hat ihn ja immer Just rumgetragen. when wisst his ihr noch? master needed him the most. You're right. Geil. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Gott sei Why, Dank. the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Go, Torgal. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Torgal einfach super Dog. Ist einfach fucking Fenrir, Mann. Let's go. Mega gut. Einige Zeit später. Schicki. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Ob sie jetzt so eine kleine Riku wird. Und allerhand Kram zusammenmixt. Bomben und so. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Thanks from before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Though I did wonder if I'd bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. If she hadn't been there to tell me what to do, I wouldn't have known where to start. Aber sieht doch gut aus. Kann man sich nicht beklagen. We have everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall. Sweet. Aber jetzt brauche ich noch ein neues Schwert. Wir haben ja noch den Erdsplitter bekommen. Ist mir da gerade so eingefallen. Das gibt sicherlich ein feines Schwertchen für mich noch. Bevor wir da rausgehen. Und noch ein paar Monster klatschen. Bapadam bam bam. Hätte ich gewusst, dass die Katze ihn nicht nach hinten schleppt, hätte ich es auf dem Weg zu Torgal gemacht. Aber ist okay. Das bisschen Bewegung schadet uns ja nicht. So, Meister, wie sieht's aus?
über Med. Summer storm, that one. Das Mädel ist so unberechenbar wie ein Sommergewitter. Sie bricht über uns herein, wenn wir es am wenigsten erwarten, durchnässt uns bis auf die Haut und verschwindet wieder. Ich glaube diesmal nicht. Genau wie ihr Vater. Immerhin hält sie uns auf Trab. Ja. What do you want? Felskeil. Und als er seine Fäuste wieder hob, war nur noch Staub und Sand. Ist auch interessant, weil das ist jetzt aus Blitzschlag, also dem Schwert, das wir aus Cid gemacht haben. Oder aus Cids Splitter und Kupkas. Should last you a good while. Eieieiei. Ja, den Gurt der Drachentöterin kann ich immer noch nicht machen, ne? Fehlt mir noch ein bisschen Zeug für. Ah. Und das auch nicht. Oh, die gallertartige Masse. Wo werde ich die nur herbekommen? Da können wir ja schon mal ein paar wilde Wetten abschließen. And? Schicki. Ich mag die Designs seiner Schwerter voll gern. Ist auch noch was über mitzusagen. Business or pleasure? Dieses Mädchen ist wirklich nicht runterzukriegen. Sie ist ständig auf Zack. Zack. Quite the opposite. Und irgendwie schafft sie es auch, alle anderen aus ihrem Trott aufzuscheuchen und nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Like father, like daughter. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt sagen, das liegt ihr im Blut. Jedenfalls bin ich schon sehr gespannt darauf, was für ein ulkiges Gerät sie als nächstes erfindet. Hauptsache, sie kommt nicht auf die Idee, mich für ihre Armee von freiwilligen Helfern zu rekrutieren. Keine Sorge. So viel Geld. You're rubbing me blind, you know. Ich mach doch gar nichts. Gut. Dann schauen wir mal. Das ist der Preis der Freiheit. Oh, hier ist auch das Jagdziel. Gehen wir doch da zuerst hin. Ich riskiere mal einen vorsichtigen Blick. Da oben. Ach, sehr gut. Das ist nämlich genau hier. Dann können wir das ja schön verbinden. Ready, go? The river was easy enough to find. Now for those herbs. Enough of you, are there? Ah, okay. Komm, ich wohl nicht drum rum. Diese Attacke hat jetzt alleine 1,5 meiner Limitbalken aufgeladen. Das ist schon ein bisschen insane. Phoenix echt overpowered. Level 31. Sweet. Sieht ein bisschen aus wie... This is the only plant around here with blue flowers. Vergiss mal nicht. I hope it's the right one. Oder Flieder. Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez's mind at ease. Doch, bevor wir gehen, wollen wir noch ein paar mehr Minds at ease putten. Wie sie einfach drüber läuft. No need to ride from here. Ja, Ambrosia kann nicht durch Dörfer laufen. Das ist ja eine Schande. Dabei könnte sie ja einfach ganz langsam durchlaufen.
Ah, ich bin eh falsch abgebogen. Cool. Hm? Ja. Loot. Sweet. Okay, dann war es nicht ganz umsonst. Dann war es nicht ganz umsonst. Ist auch noch Loot. Lauter Goblin-Münzen. Sieh mal einer an. Nee. Hätte gar nicht über den Fluss gemusst. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Come on. Fly, Ambrosia. Fly, my girl. Hui. Ja, sie kann so ein bisschen fliegen. So ein kleiner Yoshi-mäßiger Flatterflug ist schon drin. Was ist denn jetzt das Viech? Irgendwo hier. Also eigentlich genau hier. Lecker. Der Puddingprinz. Ich hoffe, ihr habt alle Löffel dabei. Oh, der kann auch Wind. Au. Ich hab auch Gefühle. Greift er mich immer mit demselben Element an, das ich benutze? Nee, warte, jetzt castet der Eisgar. Nevermind. Was ein Name. Der Puddinge, ne? Oh nein, nicht Steingar. Nein, 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 nein. Wow, Junge, was? Was? Torgel, Hilfe. Der ist Level 38, wieso sagt denn keiner was? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich wundere mich, wieso ich so aufs Maul kriege. Brauche ich mich ja nicht wundern. Ja, danke, Sky. Da muss ich eventuell kapitulieren. Au, aber ich gebe mein Bestes. Ich meine, halb haben wir ihn schon tot, aber meine Heilung ist halt auch schon halb leer. Ja. Puh. Ach Mann, Clive. Mal dieser halbe Meter. Klatsch, Patsch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Puh. So weit, so gut. Jetzt nur nicht übermütig werden. Okay, sehr gut, sehr gut. Und drauf. Vorsicht! 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 Vorsicht!
Oh, nicht Blitzgar. Ich glaube, ich krieg gleich einen Krampf im Finger. Nein, au. No, you don't, bitch. Ah, zu spät. Scheiße. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nice try. Wir haben es aber gleich. Dann will ich aber einen Orden, Chat. Habe ich mir aber einen verdient. Ei, 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 nein, 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 nein. Dude. Okay. Nicht gut. Hör jetzt auf, Mann, du bist doch schon quasi tot. Das war knapp. Ich weiß nicht, was passiert ist mit dem letzten Klatschpatsch, aber das war verdammt knapp. Ah, so, Löffel ran, aufessen. Sweet. Well, it's dead now. Whatever it was. Das war ein knappes Höschen. Aber war geil. Es macht so Spaß. Ich kann heute echt nicht mehr so lang, weil mein Daumen langsam echt aufgibt, so. Bei diesen ganzen intensen Fights. Aber es macht so fucking Spaß. Slavers don't even... Es ist so fantastisch. Spaßig einfach. Good girl. So, Mädchen. Dann retten wir noch Coles Hintern. Als letzte gute Tat für heute. Dafür brauche ich hoffentlich nicht mehr als einen Heiltrank. Hast du vielleicht noch einen Heiltrank? Leider nicht. So, was ist passiert? Be safe. Wir machen immerhin hier so ein schönes Lagerfeuer. Ohne Feuer. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Deinen Arsch retten. Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. What the fuck, wann ist es 1 Uhr geworden? Some. The rest locked themselves in the slaver's carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. Ach, wen interessieren You have Goblins? duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. Goblins, Schmoblins. All right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. Ja, ich gehe ja I schon. won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. Es ist immer so, oh Sid, das ist so dringend, geh doch bitte schnell. Und dann so, ja, aber danke und schön, dass du da bist. Und ach Mensch, hast du heute aber hübsche Klamotten an. Und wie geht's der Frau und den Kindern? Es ist so, als ob ich Zeit für Smalltalk They're trying to get hätte. into the carriage. So. Sie hatten ein Räumungskommando bestellt. Einen Kammerjäger. Uiuiui. Großer? Beruhig dich mal. Ich wünschte, man
man könnte hier den Knopf einfach gedrückt halten. Das würde mir schon helfen. Nice try. Selbiges hierbei. Richtige Gamer müssen ja Daumen aus Stahl haben. Dann machen wir es so. Ich hoffe, den Leuten da drin geht's gut. Who are you? Hey, sind das nicht die aus Lost A Wing? friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Als ob ich nicht auf mich This selbst man risked his aufpassen life to könnte. save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Als ob der Junge hier nicht auf sich selbst aufpassen könnte. Na, guck mal, wir kommen ganz schön rum im Realm. So. Und hier stand also mal noch ein Kristall. Also 6 Crystals. Das wohl alle waren? Ich habe so meine Zweifel. Und was war zuerst da? Ist zuerst das ganze Land verrottet? Und dann der Kristall abgestorben? Oder umgekehrt. Aber dann wiederum haben wir ja vor 5 Jahren den anderen Kristall zerdeppert und es steht soweit noch alles. Insofern würde ich fast vermuten, dass die Blight zuerst da war. Der Kristall sich quasi selbst aufgefressen hat. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Ach, war okay. Take it. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Taya trusts you. Which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But... I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death. Wow. And even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. Ja, Clive weiß. A physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Curse breakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life
and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy, but neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. Das ist aber echt heftig. Also ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass es mehr damit auf sich hat, als einfach nur eine Markierung. Aber das mit dem Gift ist ja richtig hart. Vor allen Dingen für die, die sie aufs Schlachtfeld rausschicken, so wie Clive. Die können ja auch einfach mal im Kampf verwundet werden. Und dann an ihrer Markierung einfach sterben. Oh, I wasn't expecting you back, sir. Wenn der jetzt einen Gegner ins Gesicht haut. Uncool. Lebensretter. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich auf dem güldenen Pfad von Banditen überfallen worden und wäre allein in der Wüste elendiglich zugrunde gegangen, hätten die Fluchbrecher mir nicht beigestanden. Ich schulde ihnen mein Leben. Möge ihnen dieses Zeichen meiner Dankbarkeit gute Dienste leisten. Here you are. Ja, so Kollateralschaden. Uff. Best of luck out there, Sid. Es ist halt, es wird immer abgefuckter so. Je mehr man darüber lernt, desto abgefuckter wird. Sid, welcome back. A Stolas from the Dame arrived not long after you left. Ja, habe ich gehört. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a Cursebreaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. Ach Mann, ich hab die alle lieb. Ich will die alle mal ganz feste drücken. Okay, Vivian. Update mich. Wo geht die Reise morgen hin? How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. Kevin's? If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes.
Girl. Vielleicht nicht wortwörtlich. What? Here? Would that be a problem? Oh, Clive. Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. Oh, Clive. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. Ist das der Namenlose? Aber wie hat er uns hier gefunden? For your trouble. Nein. It's a Oh, pleasure. Onkelchen. Uncle Byron? Ist der denn hergekommen? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Und er hat richtig gute Laune. Aber ist das nicht gefährlich, wenn so viele Leute davon wissen, wo unser Versteck ist? Weil je weniger Leute es wissen, desto besser. Währenddessen. Dion? Barnabas? Dion, glaube ich. Schicki. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Oh, das ist so ekelhaft. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmeks empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Mit dem Kind stimmt doch I was doubt nicht, ey. any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. Guck ihn dir doch an. The Empire owes you a great debt. Das ist einfach May the empty. blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmeks will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. Dion is not happy about that. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Na, er und Annabella passen ja perfekt zusammen. Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmeks to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. Wenigstens einer mit Hirn. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire.
Was hat es mit der Blume auf sich? Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Weiß jemand, was das für eine Blume ist? Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Ey, was ein Arsch. If that is your wish, your radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you. Ja, dass sie die jetzt so prominent in den Fokus gerückt haben, muss eigentlich irgendwas bedeuten. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Wie sie ihn einfach loswerden will, die alte Intrigantin. Wieso? Ich habe jetzt ein neues Kind. Dich braucht hier keiner. Tschüss, auf Wiedersehen. Alter, diese Hexe. Das ist unglaublich. Unglaublich, Mann. Only one way to find out. Genauso wie, dass wir Barnabas, ich glaube, seit dem Timeskip nicht mehr gesehen haben. Lebt er überhaupt noch? Hat der Typ ohne Namen einfach bereits die Kontrolle über die Valuta übernommen, heimlich, still und leise? Alter. Ist ja wohl toller als Bahamut sein, der Olivier. Ja, ich weiß auch nicht, du. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß auch nicht, was Onkelchen hier will. Aber ich glaube, das finden wir morgen raus.